Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, Brille auf. Wieder die Seite gefunden. Ich glaube, das müsste wieder irgendwas bei 200 sein. Genau, hier war es schon. Heute alles ganz schnell. Und die erste Sage heute heißt: Zum Stehen verwünscht. Eine sehr wunderbare Geschichte erzählt der alte, ehrliche Praetorius in seiner Weltbeschreibung und mag wir sie wohl selbst für wahr gehalten haben. Sie ist aber bei ihrer Wunderlichkeit ein Beweis dafür, dass unsere Vorfahren eine strenge Zucht für die Jugend liebten und völlig davon überzeugt waren, dass die Eltern an Gottes Stelle stehen. Im Jahre 1545 nach Christus begab sich zu Freiburg in Meißen, Sachsen, dass Lorenz Richter, ein Weber seines Handwerks, in der Weingasse wohnend, seinem Sohne, einen Knaben von 14 Jahren, befahl, etwas eilend zu tun. Der aber verweilte sich, blieb in der Stube stehen und ging nicht. Deswegen wurde der Vater entrüstet und verfluchte ihn mit Zorne: »Ei, stehe, dass du nimmer fortgehen kannst!« Auf diese Verwünschung blieb der Knabe alsbald stehen, konnte nicht mehr von der Stelle kommen und stand sofort 3 Jahre lang an dem Orte, so dass er tiefe Gruben in die Dielen eindrückte. Es ward ihm ein Pult hingesetzt, dass er mit Haupt und Armen ruhen konnte. Weil aber die Stelle, wo er stand, nicht weit von den Stubentür und auch nahe beim Ofen war und den Leuten, die hineinkamen, sehr hinderlich, so haben sie ihn von dem Orte weggehoben und gegenüber in einen anderen Winkel glücklich und ohne Schaden, wiewohl mit großer Mühe, fortgebracht. Wenn man ihn sonst fortgetragen wollte, ist er von unsäglichen Schmerzen befallen und wie rasend geworden. An diesem Orte hat er noch bis im 4. Jahr gestanden und die Dielen noch tiefer durchgetreten. Man hat nachher auf seine Bitte einen Umhang um ihn geschlagen, damit die Aus- und Eingehenden ihn nicht sehen konnten, weil er gern allein gewesen ist und vor steter Traurigkeit wenig geredet hat. Endlich hat der gnädige, gütige Gott diese Sache etwas gemildert, so dass er das letzte halbe Jahr sitzend und sich in das Bett, das neben ihn gestellt wurde, hat niederlegen können. Er hat sonst gar elend ausgesehen, war bloß und bleich von Angesicht, am Leibe gar schmächtig und abgezehrt, im Essen und Trinken gar mäßig, so dass er zur Speise oft des Nötigens bedurfte. Am Ausgang des 7. Jahres ist er dieses seines betrübenden Zustandes den 11. September 1552 gnädig entbunden worden, indem er eines vernünftigen und natürlichen Todes in wahrer Bekenntnis selig entschlafen ist. Die Fußspuren sieht man noch auf den heutigen Tage an jenem Hause, dessen jetziger Besitzer Severin Tränken ist, in der oberen Stube, da sich diese Geschichte begab, die erst bei dem Ofen, die andere in der Kammer nebenbei, weil nachgehende Zeit die Stuben unterschieden wurden. Gut, zu der Geschichte habe ich jetzt keine Bilder oder Einzelheiten gefunden. Vollkommen egal, denn ich habe trotzdem was für euch vorbereitet. In der Sage steht der Junge ganze 7 Jahre lang. Das ist eine ordentliche Zeit. Doch wie sieht es mit echten Menschen aus? Akshintala Seshu Babu, der werte Herr aus Indien, stand 2015 ganze 36 Stunden und 45 Minuten bewegungslos. Ist schwierig beim Atmen und beim Zwinkern. Dann hätten wir Daniel Baranuik. Bei einem Werbewettbewerb zur Eröffnung des holländischen Parkteils im Heidepark Soltau saß der Herr aus Polen 2002 ganze 196 Tage auf einem Pfahl. Das stelle ich mir ganz praktisch, ganz seltsam vor, wenn ich auf Toilette muss. Na gut. Und dann hätten wir noch den Sadhu Amar Bharadwari, wieder ein Inder. Dieser Mann hob seinen rechten Arm 48 Stunden lang für Shiva empor. Die ersten 2 Jahre verspürte er dabei starke Schmerzen, bis der Arm mehr oder weniger verkümmerte. Muskeln bildeten sich zurück und die Gelenke versteiften. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Dann kommen wir zur nächsten Sage. Der Dom zu Köln. Als der Bau des Doms in Köln begann, wollte man gerade auch eine Wasserleitung ausführen. Für jede große Arbeit war ein berühmter Baumeister gewonnen. Der Hochbauer war aber ein stolzer Mann, der mit Geringschätzung auf den Wassermann herabsah und sein eigenes Verdienst und Können ungleich höher achtete als dasjenige des anderen.
Ja, er vermaß sich zu sagen, dass das Münster eher vollends werden würde als der geringfügige Wasserbau. Ein solches großes Wort konnte er aber nur äußern, weil er allein wusste, wo die Quelle zu der geplanten Wasserleitung zu finden war. Das hatte er zufällig erfahren. Nur seine Frau wusste um das Geheimnis, er hatte ihr aber bei Leib und Leben verboten, es zu verraten. Der Bau des Domes fing nun gut an und das Werk gedieh zusehends, aber die Wasserleitung konnte nicht angefangen werden, weil der Meister vergeblich nach der Quelle suchte. Als dessen Frau nun sah, wie er sich darüber grämte, versprach sie Hilfe, wenn es mit ihren Kräften stände. Sie ging also zur Frau des Hochbauers, die dünkelhaft und beschränkt war, und lockte aus ihr das Geheimnis heraus. Die gesuchte Quelle entsprang gerade unter dem Dome, und zwar da, wo die Türme gebaut werden sollten, ja jene bezeichnete sogar den Stein, der sie bezudeckte. Nun war dem Wassermeister geholfen, er fand den Stein und begann sein Werk mit Freuden, führte es auch bald darauf aus. Als aber der Domarchitekt sein Geheimnis verraten sah und mit seinen prahlerischen Voraussetzungen zu Schanden wurde, da verfluchte er seinen Bau, dass er niemals vollends werden solle, und starb bald darauf an gekränktem Stolze. Die Verwünschung ist aber eingetroffen, und was man an einem Tage zusammenbrachte und aufmauerte, das fiel den nächsten Morgen wieder zusammen, so dass kein einziger Stein hinzugekommen ist. Wenn man sich mit dem Ohr auf die Erde legt, so hört man noch heutzutage das Rauschen und Gurgeln des Baches, der unter dem Dome wegfließt. Ich habe hier noch einmal was im Kleingedruckten. Also, als der Bau des Doms in Köln begann, das war im Jahre 1248, und hier steht nochmal auf der anderen Seite, erst im Jahre 1880 wurde der Dombau vollendet. Nun, diese Sage gibt es noch in 2 anderen Varianten. In einer verlor der Baumeister eine Wette mit den Teufeln und sprang aus Ärger vom Dom freiwillig in den Tod. Aus Ärger. In den anderen fiel ein Stein vom Sturmgetrieben von Dom herunter, durchschlug im Fall einen der Schwibbögen und riss dabei den Baumeister mit in den Tod. Egal welche Variante man nimmt, alle verfolgen einen bestimmten Zweck, und zwar die Erklärung des mysteriösen Todes des Baumeisters Gerhard. Der fiel nämlich wirklich bei einer Vollkontrollgang vom Gerüst herunter, und warum der Dom über 300 Jahre unvollendet blieb. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Dom übrigens 70 Mal von Bomben getroffen, darunter 14 schwere Fliegerbomben. Doch Spoiler-Alarm, hier steht noch. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Die einen sagen, der Dom hatte keinen strategischen Wert. Die anderen, er wurde für die britischen Flieger als Orientierungspunkt genutzt. Was es nun war, kann ich nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man ihn unbedingt hätte wegsprengen wollen, er würde heute nicht mehr stehen. Ich für meinen Teil glaube, dass die Flieger den Befehl bekommen hatten, die Stadt anzugreifen, und sie haben die Bomben dann einfach fallen lassen über die Stadt, und manche haben den Dom getroffen und manche eben nicht. Vollkommen egal. Und es gibt ja noch so ein paar Spekulationen, dass die britischen Flieger einfach aus Respekt oder aus Achtung den Dom nicht angegriffen haben. Das würde ich vielleicht im Einzelfall noch gelten lassen, aber eine generelle Aussage würde ich da nicht treffen. Also die einen werden wahrscheinlich gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Die anderen werden vielleicht darauf gezielt haben. Fakt aber ist, er wurde nicht ins Ziel genommen so sehr, dass man ihn komplett weggesprengt hätte. Zumal auch die Bomben damals nicht so präzise fielen, wie sie heutzutage fallen. Na gut, machen wir weiter mit der nächsten Sage. Und die Sage heißt die Nusskerne. 2 junge Burschen, Peter und Knipping zu Wehren, im Korvischen, wollten Vogelnester suchen. Peter aber, der von Natur sehr faul war, sah sich nur wenig um, legte sich dann unter einen Baum und schlief ein. Auf einmal war es ihm, als packe ihn jemand bei den Ohren, so dass er aufwachte und sich umsah. Er erblickte aber niemand, also legte er sich wieder nieder, um weiter zu schlafen. Da kam es zum 2. Male und packte ihn an den Ohren. Als er bald aber auch diesmal niemand gewahr wurde, schlief er zum 3. Male ein. Es dauerte nicht lange, so wurde er wieder gezupft. Da war er das Ding müde, stand auf und wollte sich einen anderen Ort suchen, wo er in Ruhe liegen könne. Auf einmal sah er das Fräulein von Wilberg gehen, das knackte Nüsse in 2, steckte die Schalen in die Tasche und warf die Kerne auf die Erde. Als die Nüsse zu Ende gingen, war sie verschwunden. Der Peter aber war ihr immer hinterhergegangen, hatte die Nüsse aufgelesen und gegessen.
Darauf kehrte er um, suchte den Knipping auf und erzählte ihm alles, was er gesehen hatte. Da gingen sie nach Hause, holten noch andere zu Hilfe und fingen an zu graben, da, wo das Fräulein verschwunden war. Sie kamen auf eine alte Küche, wo noch altertümliches Kochgerät stand. Endlich in einen Keller mit Tonnen voll Gold. Sie nahmen so viel, als sie tragen konnten und wollten den anderen Tag wiederkommen, aber alles war fort und sie konnten die Stätte nicht wiederfinden, sie mochten suchen, wie sie wollten. Der Peter baute sich von seinem Gelde ein Haus, darin er jetzt noch lebt. Also, ich raff die Sage nicht so richtig. Ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Erst wollen sie Vogelnester suchen, dann schläft der eine ein, dann wird er permanent gezwickt und gezupft, an Ohr wacht auf. Dann kommt diese dubiose Frau, Fräulein von Wilberg, die Nüsse verteilt, verschwindet dann und plötzlich finden die Gold und eine alte Küche und einen Keller, nachdem sie ewig gegraben haben. Hä? Also der Faden ist mir nicht so schlüssig, deswegen tut mir leid, ich raff's nicht. Das sind alles Ereignisse, die irgendwie... Ich weiß nicht, ob das so relevant ist, dass zum Beispiel die gute Frau Nüsse verteilt und dass er die aufisst. Oder ob es relevant war, dass der gute Peter sich schlafen gelegt hat. War das für die Geschichte irgendwie relevant? Gut. Gehen wir gleich weiter zur nächsten Sage. Der Schatz von Soest. Im Dreißigjährigen Kriege befand sich unweit der alten Stadt Soest im Westfalen ein altes Gemäuer, von dem die Sage ging, dass darin eine eiserne Truhe volles Goldes wäre, welche ein schwarzer Hund hüte samt einer verwünschten Jungfrau. Nach der Erzählung der Großeltern wird einst ein fremder Edelmann ins Land kommen, die Jungfrau erlösen und mit einem feurigen Schlüssel den Kasten öffnen. Mehrere fahrende Schüler und Teufelsbanner haben sich schon dahin begeben, um zu graben, sind aber so seltsam empfangen und abgewiesen worden, dass seitdem keiner mehr gelüstet hat, dahin zu gehen, besonders seit der Eröffnung, dass es überhaupt keinem Sterblichen gelingen könne, den Schatz zu heben. Vor kurzem ist ein Mägdlein aus ihrem Dorfe mit etlichen Geißen an diesen Ort gekommen, um die Tiere da zu weiden, und als sich eins in dem Gemäuer verlor, diesem nachgefolgt. Da sah sie im Hofe eine Jungfrau, die ihr streng zurief: »Was hast du hier zu schaffen?« Als das Kind vor Angst darauf nicht antwortete, fuhr sie fort, indem sie auf ein Körbchen Kirschen zeigte. »So geh und nimm dir von dem, was du vor dir siehst. Komm mit deiner Geiß mir aber nicht wieder, wenn dir nichts Arges begegnen soll.« Darauf hat sich das erschrockene Kind 7 Kirschen gegriffen, die sich draußen in Gold verwandelten. Ja, also zu der Sage kann ich nicht so viel sagen. Das ist eine typische Kind findet plötzlich Gold-Sage eben, wie ich sie schon öfters hier in dem Buch vorgelesen habe und wie die Sage davor. Zu der Stadt Soest selbst. Direkt am Bahnhof findet man das Schild hier. Nun wisst ihr auch Bescheid. Allerdings gibt Wikipedia noch andere Namenvarianten an. Und ich lese die jetzt alle mal vor, weil für richtiges Aussprechen bin ich ja bekannt. Gut. Ich zeige euch hier die Tabelle. Links oben beginnt's. Sosat, Susas oder Susas, Susasium, Susat, Sosatio, der ist gut jetzt, Shishit, Sosatium, Shysas, Soset, Suzat, Sozatz, Süsak, Schysas, Susat, Sosak, Schsak, Susat, Sesat, Sosatja, Susasja, Sosatum, Susatum, Zest, Züst, Sust, Soist, Soest. Schöne Grüße nach Soest. Gut. Und heute die letzte Sage. Die Männer im Zoptenberg. Im 16. Jahrhundert lebte in Schweidnitz ein Mann namens Beer. Im Jahre 1570, als seiner Gewohnheit nach einen Spaziergang auf den nahegelegenen Zoptenberg unternahm, bemerkte er zum ersten Male eine Öffnung, aus der ihm ein gewaltiger Wind entgegenwehte. Erschrocken ging er zurück. Bald darauf aber am Sonntage Quasimodo Geniti beschloss er von neuem die Höhle zu untersuchen.
Er kam an einen geraden, engen Felsengang, ging einem fernschimmernden Lichtstrahl nach und gelangte endlich an eine verschlossene Tür, in der eine Glasscheibe war, in jenes wunderbares Licht warf. Auf sein Klopfen ward ihm geöffnet, und er sah in der Höhle an einem runden Tische 3 abgemergelte Männer in altdeutscher Tracht sitzen. Vor ihnen lag ein schwarzsamtenes, goldbeschlagenes Buch. Hierauf redete er sie an: »Pax vobis«, und bekam zur Antwort: »Hic nulla pax«. Weiter fortschreitend rief er nochmals: »Pax vobis, in nomine Domini«. Erhebend und kleinlaut antworteten sie: »Hic non pax«. Als er nun an den Tisch kam, wiederholte er: »Pax vobis, in nomine Domini nostri Jesu Christi«. Verstummten sie, worauf sie ihm das Buch vorlegten, das den Titel führte: Liber Obodientae. Auf Biers Frage, wer sie wären, gaben sie zur Antwort, sie wüssten es nicht. »Was macht ihr hier?« forschte er. Sie sagten: »Wir erwarten mit Schrecken das jüngste Gericht und den Lohn unserer Taten.« »Was habt ihr bei Lebzeiten getrieben?« wollte er wissen. Da zeigten sie auf einen Vorhang, hinter dem allerlei Mordgewehre, Menschengerippe und Hirnschädel waren. »Bekennt ihr euch zu diesen bösen Werken?« fragte Bier. Sie bejahten es. »Sind sie euch leid?« Hierauf schwiegen sie still und lallten erst nach langem Besinnen: Wir wissen es nicht. Die Schlesische Chronik von Nikolaus Hennelius von Hennenfeld gedenkt eines Raubschlosses auf den Zottenberge, dessen Ruinen noch zu sehen sind. Das ist der Zottenberg, war mal deutsch, gehört nun aber zu Polen und heißt dort Schlesza. Der Sonntag Quasimodo Dignity bedeutet übrigens wie neu geboren und ist am ersten Sonntag nach Ostern oder am zweiten Sonntag in der Osterzeit. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.